Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die Getriebenen von Robin Alexander ist eine mitreißende politische Reportage über die dramatischen Monate der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 in Deutschland. Der Autor, ein erfahrener Parlamentskorrespondent, öffnet den Blick hinter die Türen des Kanzleramts, der Ministerien und Parteizentralen und zeichnet nach, wie aus einer humanitären Herausforderung eine Staatskrise wurde, in der Entscheidungen im Stundentakt getroffen, korrigiert und neu begründet werden mussten. Das Buch ist kein trockener Aktenbericht, sondern ein temporeicher Inside-Report aus dem Innern der Macht, in dem sich Notlagen, Nachttelefonate, juristische Abwägungen und parteipolitische Spannungen zu einem präzisen Gesamtbild fügen. Alexander zeigt, wie Angela Merkel, ihre engsten Berater, Verbündete und innerparteiliche Kritiker im Spannungsfeld von Recht, Moral, europäischer Politik und öffentlicher Erwartung agierten. Zugleich legt er offen, wie stark die Abläufe von Zufällen, Verwaltungsgrenzen und internationalem Druck geprägt waren. Der zentrale Befund ist bereits im Titel angelegt. Nicht nur Staatenlenker gestalten Ereignisse, sie werden von ihnen auch vorangetrieben. Die Darstellung bleibt dabei nah an Protokollen, Gesprächen und nachvollziehbaren Abläufen und verzichtet auf moralische Überhöhung. Damit gelingt dem Autor ein seltenes Doppel. Ein nüchterner Faktenbericht in erzählerischer Form, der verständlich macht, weshalb vermeintlich einfache Lösungen in der Praxis scheiterten und warum Deutschland am Ende jene europäischen Kompromisse suchte, die in ruhigeren Zeiten als schwer vorstellbar gegolten hätten. Wer verstehen will, wie Politik unter Hochdruck tatsächlich funktioniert, findet hier eine dichte, klare und zugleich faire Rekonstruktion eines Ausnahmezustands. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, die Entscheidungsnacht. Von Budapest nach München und die improvisierte Öffnung. Im Zentrum der Erzählung steht die dramatische Zuspitzung Anfang September 2015, als tausende Menschen in Ungarn strandeten, Züge gestoppt wurden und improvisierte Marschrouten in Richtung Österreich entstanden. Robin Alexander rekonstruiert, wie sich innerhalb weniger Stunden eine nationale Debatte zur europäischen Grenzfrage verdichtete. Aus Sicht des Kanzleramts, der bayerischen Behörden und der österreichischen Regierung entstand ein Handlungsdruck, der die bewährten ministeriellen Abläufe sprengte. Während in München die Kapazitäten am Hauptbahnhof und in der Erstaufnahme an ihre Grenzen kamen, liefen in Berlin Gespräche auf mehreren Ebenen parallel. Humanitäre Erwägungen, die rechtliche Lage im Schengen-Raum, diplomatische Kanäle nach Wien und Budapest sowie die Frage nach der operativen Umsetzbarkeit jeder Entscheidung. Alexander zeigt, dass es kein großes, vorab geplantes Leitnarrativ gab. Vielmehr wirkten Hilfsbereitschaft, mediale Bilder und die Sorge vor chaotischen Szenen zusammen und beförderten einen Beschluss, der sich im Rückblick wie eine Grenzöffnung liest, in der Situation selbst jedoch als Notfallmanagement erlebt wurde. Diese Ambivalenz ist zentral. Was als pragmatische Lösung für ein Wochenende gedacht war, entwickelte eine eigene Dynamik und wurde binnen Tagen zum neuen Normalzustand. Der Autor arbeitet heraus, wie entscheidend die Kommunikation war. Signalwirkungen, die in Berlin womöglich als nüchterne Verwaltungsanordnung gemeint waren, wurden in Budapest, Wien und an den Routen der Menschen als Einladung gelesen. Zugleich entkräftet Alexander einfache Erzählmuster, indem er die Vielstimmigkeit der handelnden Personen zeigt. Skepsis auf Arbeitsebene, moralischer Imperativ in politischen Spitzen, juristische Vorbehalte im Innenressort und die kaum zu bändigende Logistik vor Ort. Die Gesamterzählung macht klar, dass die Frage weniger lautete, ob geöffnet wurde, sondern wie unter hohem Zeitdruck Optionen gegeneinander abgewogen wurden, ohne die mittel- und langfristigen Effekte vollständig überschauen zu können. Dadurch erhält die Szene eine Tragweite, die über den Moment hinausweist. Sie markiert den Beginn einer Kaskade von Folgeentscheidungen. Zweitens. Recht, Verwaltung und die verpasste Grenzschließung. Ein Kernkapitel des Buches gilt den Tagen um den 13. September 2015, als Berlin Grenzkontrollen anordnete und dennoch kein konsequentes Zurückweisen an der Grenze durchsetzte. Alexander legt detailliert dar, wie juristische, operative und politische Überlegungen auseinanderliefen.
Formal war es möglich, innerhalb des Schengen-Rechts temporäre Kontrollen einzuführen. Doch zwischen Grenzkontrolle und Zurückweisung klafft eine Lücke. Das Asylrecht und internationale Verpflichtungen machten eine Pauschalzurückweisung rechtlich angreifbar, während die Behörden zugleich mit einer nie dagewesenen Zahl an Schutzsuchenden konfrontiert waren. Der Autor zeichnet die Vorbereitung einer möglichen Schließung nach, bis hin zu konkreten Einsatzplänen der Bundespolizei. Er zeigt zugleich, warum die letztliche Umsetzung verwässert wurde. Unsicherheiten über die Vereinbarkeit mit deutschem Grundrecht und europäischem Recht, die Aussicht auf rechtliche Anfechtungen, die Gefahr chaotischer Szenen an der Grenze und die politische Furcht vor Bildern, die Deutschland in eine harte Pose rückten. Diese Faktoren führten zu einem Kompromiss. Kontrollen ja, aber keine generelle Abweisung. Für die Verwaltung bedeutete dies eine paradoxe Aufgabenlage. Man sollte kontrollieren, registrieren und verteilen, jedoch ohne das System kurzfristig zu überlasten. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die Länder und Kommunen arbeiteten unter Volllast, während Zuständigkeitsfragen, IT-Systeme, Unterkünfte und Sicherheitsaspekte gleichzeitig gelöst werden mussten. Alexander macht deutlich, dass diese Gemengelage nicht Ergebnis einer einzigen Weisung war, sondern eines Stapels aus Aktenvermerken, Telefonaten, E-Mail-Ketten und Beteiligten, die jeweils ihre Risiken minimieren wollten. Auch der Vorwurf einer bewussten Rechtsbeugung relativiert sich in dieser Darstellung. Vieles waren kollektive Versuche, die Quadratur des Kreises zu erreichen, nämlich Menschlichkeit zu bewahren, Recht zu achten und die Steuerungsfähigkeit des Staates nicht zu verlieren. Am Ende bleibt ein Zwischenergebnis. Deutschland führte Kontrollen ein, aber die Erwartung einer klaren Schließung erfüllte sich nicht. Dieser Spalt zwischen politischer Botschaft und operativer Realität prägt den weiteren Verlauf. Drittens. Machtmechanik. Kanzleramt, Innenministerium, CSU, SPD und die Koalitionslogik. Die Stärke des Buches liegt darin, Koalitions- und Fraktionsmechanik plastisch zu machen. Alexander zeigt die Achse zwischen Kanzleramt und Innenministerium, die notwendige, aber auch fragile Grundlage jeder Sicherheits- und Migrationspolitik. Während das Kanzleramt politisch kontinentaleuropäische Rücksichtnahmen und die Großwetterlage im Blick behält, denkt das Innenressort in Paragraphen, Einsatzlagen und Risiken. Hinzu tritt die innerkonservative Spannung. Die CSU drängt auf Begrenzung und klare Kante, die CDU-Spitze will europäische Lösungen und ein Einhegen der Lage ohne nationale Alleingänge. Dieser Gegensatz wird zu einem Ritual der deutschen Politik, das die Handlungsspielräume beeinflusst. Die SPD als Koalitionspartner balanciert zwischen sozialstaatlicher Verantwortung, Bürgerrechten und dem Bedürfnis, sich programmatisch von der Union zu differenzieren. In den Sitzungen der Fraktionen und den Koalitionsrunden ist dieser Spannungsbogen greifbar. Wer trägt welche Botschaft nach außen? Wer übernimmt operative Verantwortung und wer wird zum Gesicht der Krise mit allen politischen Kosten? Alexander rekonstruiert, wie die Spitzenkommunikation funktioniert. Eng getaktete Abstimmungen, doch häufig flankiert von Leaks, Hintergrundgesprächen und Medienauftritten, die wiederum Druck erzeugen. Dadurch entstehen Schleifen, in denen Botschaften nicht nur nach außen, sondern auch nach innen wirken und Positionen verhärten. Ein wichtiger Befund: Nicht eine Person bestimmt alles, sondern Netzwerke, Loyalitäten und Sachzwänge formen die Entscheidungen. Selbst mächtige Akteure stoßen an Grenzen, wenn juristische Hürden, Partner in Europa oder die Lage vor Ort nicht mitspielen. Der Autor arbeitet auch den Preis dieser Dynamik heraus: Zermürbung, Vertrauensverluste und ein Klima, in dem Fehlerkorrekturen schwerer fallen, weil sie als Schwäche gelesen werden. Gleichzeitig beschreibt er die produktive Seite des Konflikts. Die Koalition ringt Kompromisse wie die Asylpakete I und II sowie schnellere Verfahren und Unterstützungsprogramme für Länder und Kommunen heraus. Diese Balance aus Streit und Beschlussfähigkeit bildet den politischen Hintergrund, vor dem das Tagesgeschehen erst verständlich wird. Viertens. Europäische Bühne. Balkanroute, Österreich,
Ungarn und der Weg zum EU-Türkei-Abkommen. Die nationale Perspektive erklärt die Krise nur halb. Alexander weitet den Blick und zeigt, wie sehr die deutsche Lage von Entscheidungen in Wien, Budapest, Athen und Brüssel abhing. Ungarn stabilisiert die eigene Lage mit harter Grenzpolitik und signalisiert zugleich, dass die Weiterreise nach Westen nicht dauerhaft verhindert werden kann, solange die Routen offen sind. Österreich befindet sich im Sandwich und schwankt zwischen humanitärer Aufnahme und der Sorge vor Überforderung. In Brüssel verfangen sich Notlösungen in langjährigen Konflikten über Zuständigkeiten, Solidarität und Grenzsicherung. Verteilungsquoten bleiben umstritten. Frontex und nationale Grenzdienste arbeiten unter Zeitdruck auf Sicht. In diesem Klima gewinnt das EU-Türkei-Abkommen an Kontur. Alexander schildert, wie die Bundesregierung die EU-Spitzen und Ankara über Finanzhilfen, Rückführungsmechanismen und Visaerleichterungen verhandeln. Das Ergebnis ist weniger ein großer Wurf als ein Paket aus gegenseitigen Anreizen, Kontrollen und politischer Rücksichtnahme. Kritiker sehen darin Abhängigkeiten und moralische Kosten. Befürworter verweisen auf die spürbare Reduktion der irregulären Einreisen über die Ägäis. Das Buch zeigt die mühselige Kleinarbeit hinter dem Schlagwort europäische Lösung. Gipfel folgen auf Gipfel. Erklärungen müssen in Verwaltungshandeln übersetzt werden. Nationale Parlamente wollen eingebunden sein und jeder Akteur kalkuliert innenpolitische Effekte. Diese internationale Verflochtenheit erklärt, warum die Erwartung schneller, klarer Antworten oft enttäuscht wurde. Selbst wenn Berlin handeln wollte, brauchte es Partner, die ihrerseits innerpolitischen Zwängen unterlagen. Alexander macht deutlich, dass die viel zitierte Steuerung nur im Verbund möglich war. Die Umleitung und später die Schließung der Balkanroute, verstärkte Kontrollen an den Außengrenzen und Abkommen mit Transitstaaten formten ein Mosaik, das in Summe wirkte. Der Preis dafür war, dass Entscheidungswege länger, Kompromisse fragiler und der öffentliche Eindruck von Ohnmacht größer wurden. Dennoch zeigt sich in der Rückschau, ohne europäische und regionale Abriegelungen wären nationale Maßnahmen verpufft. Schließlich Folgen im Innern, Verwaltung, Gesellschaft und die Verschiebung der politischen Landschaft. Der zweite Teil der Erzählung gilt den Konsequenzen. Verwaltung und Kommunen liefen im Herbst 2015 und Winter 2016 unter Hochlast. Unterkünfte wurden improvisiert, Personal aufgestockt, Verfahren beschleunigt, Sicherheits- und Integrationsfragen parallel bearbeitet. Alexander zeigt diese Ebene nicht nur als Kulisse, sondern als eigentlichen Prüfstand staatlicher Handlungsfähigkeit. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge digitalisierte und reorganisierte, Länder richteten zentrale Registrierstellen ein, Kommunen vernetzten Wohlfahrt, Ehrenamt und Ordnungskräfte. Aus dieser Verdichtung entstanden Erfolge und Friktionen, schnellere Asylverfahren, aber auch Rückstände und Fehler, beeindruckendes zivilgesellschaftliches Engagement, aber ebenso Erschöpfung und Frust. Gesellschaftlich verschob sich die Stimmung. Die anfängliche Willkommenskultur bekam Risse, als Einzelfälle und Ereignisse wie die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht die Sicherheitsdebatte prägen. Parteien reagieren. Die Union ringt um ihren Kurs, die SPD um Profilschärfung, die Grünen um den Spagat zwischen Humanität und Ordnung und eine rechtspopulistische Partei wächst in Umfragen und Parlamenten. Alexander arbeitet diese Dynamik nicht polemisch, sondern analytisch heraus. Er zeigt, wie politische Kommunikation in Krisen fragiler wird, weil die Gleichzeitigkeit von Fakten, Emotionen und Echtzeitmedien klassische Deutungsangebote zersetzt. Die Asylpakete, Integrationsgesetze und Änderungen bei sicheren Herkunftsstaaten stehen für den Versuch, wieder Steuerungsfähigkeit zu demonstrieren. Zugleich bleibt ein Grundkonflikt. Wie viel Flexibilität verträgt das Recht und wie viel Härte die Gesellschaft, ohne die eigene normative Basis zu verlieren? Das Buch führt vor, dass Antworten selten endgültig sind, sondern in Wellen kommen. End- und Neubewertungen, wenn Zahlen sich ändern, wenn europäische Partner handeln oder wenn lokale Erfahrungen die Debatte verschieben. In dieser Perspektive wird die Flüchtlingskrise zu einem Brennglas für Grundfragen moderner Politik. Legitimation durch Verfahren,
Resilienz der Institutionen und die Fähigkeit, schwierige Wahrheiten zu kommunizieren, ohne die Gesellschaft zu spalten. Zusammenfassend: Die Getriebenen ist weit mehr als ein Rückblick auf hektische Wochen. Es ist eine Studie darüber, wie demokratische Politik unter maximalem Druck funktioniert, wo ihre Grenzen liegen und welche Mechanismen in realer Zeit Entscheidungen formen. Wer sich für Politik, Verwaltung, Medienwirkung und europäische Zusammenarbeit interessiert, sollte dieses Buch lesen. Studierende der Politikwissenschaft, Verwaltungspraktikerinnen, Journalistinnen, Lehrkräfte und engagierte Bürger finden hier eine quellengesättigte, zugleich gut lesbare Rekonstruktion, die Klischees vermeidet und das Grau zwischen Schwarz und Weiß erhält. Der besondere Gewinn liegt in der Verbindung von Nähe und Distanz. Alexander ist nah genug an den Handelnden, um Abläufe präzise und mit Szenenkenntnis zu schildern, und zugleich distanziert genug, um nicht in Rechtfertigung oder Anklage zu verfallen. Für das eigene Leben bietet das Buch 3 konkrete Nutzen. Erstens schärft es die Urteilskraft. Wer die Wechselwirkungen von Recht, Moral, Logistik und Kommunikation versteht, fällt seltener vorschnellen Parolen zum Opfer. Zweitens stärkt es demokratische Resilienz. Man erkennt, warum Kompromisse Zeit brauchen und weshalb Kurskorrekturen nicht Schwäche bedeuten, sondern Lernfähigkeit. Drittens liefert es Handwerkszeug für Führung in Krisen. Priorisieren, transparent abwägen, Entscheidung und Kommunikation verzahnen, ohne die operative Basis zu überfordern. Warum dieses Buch gegenüber anderen Titeln? Weil es die Schlüsselphase der deutschen Flüchtlingspolitik mit einer Dichte an Details und einer erzählerischen Klarheit aufbereitet, die ihresgleichen sucht. Es verzichtet auf rückwärtige Allwissenheit, nimmt Widersprüche ernst und zeigt, wie kleine Stellschrauben große Folgen haben. Wo andere Bücher sich auf Moralurteile oder juristische Spitzfindigkeiten kaprizieren, verbindet die Getriebenen beides mit der rauen Realität des Verwaltungsalltags und der europäischen Diplomatie. Wer eine fundierte, faire und packende Analyse sucht, die sowohl informiert als auch einordnet, wird hier besser bedient als mit polarisierenden Pamphleten oder abstrakten Fachgutachten. Kurz: Dieses Buch ist die klügste Investition, um die prägendste deutsche Krisenerfahrung der letzten Jahre wirklich zu verstehen. Wenn Sie unterstützen möchten, Robin Alexander, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.